Hi Leute, ich hoffe euch geht's allen gut. Herzlich willkommen zu meinem Jahresblick. Genau das wollte ich sagen. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick für das Jahr 2022. Irgendwie kommt mir das Jahr sehr kurz vor und irgendwie kommt mir das Jahr extrem lang vor und ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, was von beiden Gefühlen bei mir überwiegt. Einerseits ist das Jahr super schnell vergangen für mich. Andererseits ist einfach so viel passiert, dass ich das Gefühl habe, das Jahr war ewig. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob es euch ähnlich geht oder nicht. Meistens merkt man erst, was man alles geschafft hat, wenn man mal einen Moment zur Ruhe kommt und drüber nachdenkt und sich vor Augen führt, was man tatsächlich alles gemacht hat in dieser Zeit. Und ich mache gerade so eine kleine Übung, das heißt die Year Compass, ich verlinke es euch mal unten. Das ist ein kostenloses PDF-Dokument, eine Vorlage, mit dem man sein Jahr reflektieren kann und das neue Jahr planen kann. Und einer der ersten Schritte ist, das alte Jahr zu reflektieren und das habe ich jetzt gemacht. Und die Liste ist einfach so krass, was ich dieses Jahr alles gemacht habe. Ich muss es unbedingt mit euch teilen und ich will es auch mit euch teilen, denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne eure Unterstützung. Und an dieser Stelle ganz großes Dankeschön an euch, an meine Abonnenten, dass ihr dabei seid, dass ihr mich unterstützt, für eure lieben Kommentare und all die Zeit, die ihr mit mir verbringt. Obwohl das ja irgendwie schon so eine sehr einseitige Beziehung ist, weil ich ja nicht so viel über euch weiß. Wenn ihr etwas über euch teilen möchtet, von dem ihr gerne hättet, dass ich es wissen soll, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Okay, dann legen wir jetzt aber mal los und wir gehen mal das vergangene Jahr durch und gucken uns mal an, was es da so für Highlights gab. Das erste Highlight war auf jeden Fall schon mal Silvester. Das habe ich nämlich das erste Mal seit Ewigkeiten, bestimmt seit, ich weiß gar nicht, 20 oder 15 Jahren wieder auf Wangerooge bei meinem Papa verbracht. Normalerweise sind wir nur Weihnachten dort und fahren dann für Silvester wieder zurück in die Heimat. Beziehungsweise auch bevor ich mit meinem Mann zusammen war, war das meistens so. Aber dieses Mal haben wir tatsächlich Silvester auf der Insel verbracht, sind um Mitternacht hoch auf den Deich und haben uns das Feuerwerk über dem Meer angeguckt. Denn auch manche Dampfer auf der Nordsee, also manche Containerschiffe, starten Raketen und dann sieht man quasi über dem Horizont auch ein Feuerwerk. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie viele Schiffe da gerade sind. Aber auch das Feuerwerk über dem Dorf war wirklich spektakulär. Es war wirklich ein fantastischer Start ins neue Jahr und es war mega. Und auch den 1. Januar diesen Jahres haben wir direkt richtig krass gestartet. Wir wollten das Jahr mit der richtigen Energie starten. Ich wollte mich bemühen, in diesem Jahr wirklich das Maximum rauszuholen aus allem, was geht. Und deswegen sind wir am 1. Januar auch direkt in die Nordsee gesprungen und es war so kalt. Okay, wir probieren es. Oh, leck, ist das kalt. Okay, Aber rückblickend betrachtet war es gar nicht so kalt, denn der Pazifik hier in Chile ist ähnlich kalt. Dennoch war auf jeden Fall ein mega Start ins neue Jahr und hat uns ein bisschen darüber weggetröstet, dass unser Visum immer noch nicht da war, auf das wir händeringend gewartet haben. Wir saßen da ja total auf heißen Kohlen, der Arbeitsvertrag von meinem Mann lief schon und wir konnten nicht einreisen, weil die Bearbeitung unseres Visums so lange gedauert hat. Wir hatten das bereits im Oktober gestellt. Und im Januar haben wir es immer noch nicht gehabt. Und Spoiler-Alarm, ich meine, ihr wisst ja, wann wir das Visum bekommen haben. Ende Februar erst. Das heißt, wir waren noch 2 Monate länger in Deutschland. Insgesamt dachten wir, dass der Visumsprozess 1 bis 3 Monate dauert und wir haben dann insgesamt fast 6 Monate auf unser Visum gewartet. Leute, mein Visum ist genehmigt. Ganz langsam, ganz von vorne. Und diese 6 Monate und auch Januar und Februar haben wir bei meinen Schwiegereltern gewohnt. Und ich muss wirklich sagen, es war echt eine mega schöne Zeit. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Wir haben so viel Zeit zusammen verbracht. Wir haben uns nochmal viel besser kennengelernt und sind nochmal viel enger zusammengewachsen, als wir es vorher eh schon waren. Ich hatte es in der Vergangenheit erwähnt, ich habe viele Jahre vorher bereits seit dem Studium mit meinen Schwiegereltern zusammen gearbeitet und wir waren echt ein super gutes und enges Gespann. Und dann auch, als wir nochmal zusammen gewohnt haben, ich meine, es ist auch nicht selbstverständlich, dass man
dass man seinen Sohn und seine Schwiegertochter nochmal 6 Monate bei sich wohnen lässt. Und wir sind echt, es hat richtig gut harmoniert, es hat richtig Spaß gemacht und als wir dann letztendlich gegangen sind, sind die Tränen natürlich geflossen. Ich glaube, am 27. Februar ging dann unser Flug nach Chile und es war natürlich auch der Flug in ein neues Leben. Unsere erste Station war im Stadtteil Nuñón und ich habe mich sofort verliebt. Es war Spätsommer, das heißt, es gab noch so lauschige, wärmere Abende. Der Pool hatte noch, glaube ich, 2 Wochen offen in dem Haus, in dem wir gewohnt haben. Und das Lebensgefühl dort, wow. Wir haben relativ nah am Plaza Nuñón gewohnt. Das ist ein sehr belebter Platz, voll von Bars und Restaurants, wo alle auf der Straße sitzen. Und dieses Lebensgefühl, das war einfach so der Hammer. Wir waren so unfassbar glücklich, auch wenn wir einen Riesenhaufen Arbeit vor uns hatten. Am 20.03. sind wir dann eingeladen worden von unseren Vermietern zum Grillen und haben unsere ersten chilenischen Freunde kennengelernt. Das war echt der Hammer. Ich kann mich erinnern, wir haben damals fast gar nichts verstanden. Also wir haben schon so grob verstanden, worum es ging, aber die beiden haben geredet und versucht zu erklären und zu erläutern mit Händen und Füßen. Und am Ende sind wir nach Hause gegangen und haben verglichen, was wir jeweils verstanden haben. Und es waren teilweise total unterschiedliche Sachen. Und es ist bis heute noch ein Running Gag, dass wir viele von den Sachen, die sie uns damals an dem Tag erzählt haben, überhaupt nicht verstanden haben. Aber inzwischen sind es wirklich richtig gute Freunde von uns geworden. Am 16.04. waren wir das erste Mal im Cajón del Maipo. Das ist ein Tal in den Anden direkt neben der Stadt und es hat uns so krass beeindruckt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich auf einem anderen Planeten und das war echt, das hat so richtig reingekickt und ich habe realisiert, okay, das ist echt was ganz anderes als Europa. Es hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Seitdem waren wir nicht nochmal so tief drin im Cajón, aber wir haben auf jeden Fall Pläne. Und es ist eines der schönsten Naturspektakel, die ich jemals gesehen habe. Am 21.04. haben wir den Mietvertrag für diese Wohnung hier unterschrieben. Und es war eine Station von vielen auf einer endlos Odyssee von To-Dos, bei denen wir gar nicht wussten, wie wir sie machen sollen. Die Sprachbarriere war noch echt hart zu dem Zeitpunkt. Wir hatten ungefähr A2, B1 Niveau, eher A2 so rückblickend betrachtet, wenn man den chilenischen Akzent mit einbezieht. Und es war wirklich nicht einfach. Ich hatte so einen richtigen Breakdown, und meinen ersten Breakdown meines Lebens zu der Zeit, weil es echt viel war. Aber ich habe das zum Glück überwunden und ich bin froh, dass ich das alles geschafft habe. Rückblickend betrachtet frage ich mich echt, teilweise, warum ich mir so einen Stress gemacht habe, aber andererseits waren einfach so viele Sachen, die nicht in unserer Hand lagen, die wir nicht kontrollieren konnten und wo wir nicht wussten, wie es funktioniert, dass es uns einfach hart überrollt hat. Am 5.5. sind wir dann in diese Wohnung eingezogen und das war nochmal so der Peak. Die 2 Tage nach dem Einzug waren, glaube ich, die stressigsten Tage meines Lebens, weil einfach so unfassbar viel schief gelaufen ist, auch mit den Möbellieferungen und so. Aber das hat irgendwie alles auch nochmal so in Perspektive gerückt. Und inzwischen ist die Wohnungseinrichtung noch nicht fertig, aber wir nähern uns schon sehr gut an. Es fehlen noch ein paar Details und Deko-Gegenstände, aber von den Möbeln und Gebrauchsgegenständen haben wir so gut wie alles da. Den Juni und den Juli haben wir eigentlich nur mit Wohnungen einrichten verbracht. Da gab es echt mehr als genug zu tun. Wir hatten auch die Handwerker hier zum Streichen und alles Mögliche. Und als wir damit dann fertig waren, hatte ich endlich das Gefühl, dass ich so richtig durchstarten kann. Meine Produktivität arbeitstechnisch war zu dem Zeitpunkt echt auf einem absoluten Tiefpunkt, weil ich auch gar kein eigenes Büro hatte, gar keinen richtigen Schreibtisch. Ich hatte dann irgendwann einen Schreibtisch bestellt, der kam dann unvollständig, dann konnten wir den nicht aufbauen, dann konnte ich noch mein Büro nicht fertig machen, weil die Maler nicht fertig wurden und bla bla bla, endlose Geschichte. Es war wirklich nicht einfach, aber ich habe gemerkt, ich brauche unbedingt einen Neustart. Als Symbol meines Neustarts habe ich mir dann am 29.07. dieses Tattoo hier stechen lassen. Das wollte ich eigentlich schon seit mehreren Jahren. Ja, ich habe ein Bikini drunter. Dieses Schlangen-Tattoo wollte ich eigentlich schon seit ungefähr 4 Jahren, aber ich habe es mich nie getraut, weil ich immer dachte, es wäre zu krass und wenn man das dann in der Arbeit sieht und bla bla bla. Und dann habe ich beschlossen, dass mich Angst nicht mehr zurückhält. Und dass ich einfach dazu stehen will und machen will, nach was mein Herz ruft. Und ich habe den Tattoo-Termin gemacht und habe mir dieses Tattoo stechen lassen. Und ich könnte nicht glücklicher sein mit dem Tattoo und mit der Entscheidung. Das war auf jeden Fall mental ein richtiger Neustart für mich. Und ich habe das Gefühl, ich bin mit diesem Tattoo auch ein bisschen mehr, habe mich ein bisschen mehr in mich selbst verwandelt. Im August sind wir dann das erste Mal mit unseren Freunden Matti und Fran weggefahren und wir sind 3 Tage ans Meer nach Papudo gefahren. Und es war so ein schöner Urlaub. Und tatsächlich war es der allererste Pärchenurlaub, den mein Mann und ich jemals gemacht haben. In der Vergangenheit hat sich das irgendwie nie ergeben, dass wir mit unseren Freunden in Deutschland tatsächlich was gemacht haben. Lag zum Schluss dann auch an der Pandemie.
Aber hier hat es irgendwie dann so schnell geklappt und es ging so smooth irgendwie und es war auch eine richtig tolle Zeit. Wir haben dann auch teilweise die Eltern kennengelernt, die da noch sind. Sie haben uns die schönsten Ecken gezeigt. Wir hatten mega viel Spaß. Wir haben Cracker-Unterricht bekommen, das ist der traditionelle Tanz. Es war durch und durch echt eine richtig schöne Zeit. Und da haben wir auch das Örtchen Maltensio kennengelernt. Auf das werde ich später noch zu sprechen kommen. Am 20.08. haben wir einen Abend mit Freunden bzw. Freunden und Kollegen von meinem Mann verbracht. Und zwar mit lauter Deutschen. Mein Mann hat irgendwie das Talent, in der Arbeit lauter Deutsche anzuziehen, beziehungsweise bei seinem Unternehmen rotten sich halt die Deutschen irgendwie auch zusammen, unternehmen ab und zu was zusammen. Und an dem Abend haben wir Feuerzangenbowle bei einem unserer Freunde gemacht. Und es war einfach so schön. Auch wenn ich immer versuche, nicht so viel Zeit mit Deutschen zu verbringen, weil ich ja immerhin hier bin, um Chilenen kennenzulernen und um in diese Kultur einzutauchen. Aber trotzdem war es richtig toll, über deutsche Sachen zu sprechen und alle waren irgendwie auf einer Wellenlänge und alle konnten irgendwie auch so ein bisschen die Probleme verstehen. Alle hatten auch irgendwie so ein bisschen die gleichen Probleme und es war echt witzig. Und auch überhaupt die Tradition der Feuerzangenbowle. Ja, der nächste Tag war ein bisschen langsamer. Vom 29.09. bis 2.10. haben wir dann nochmal eine Reise unternommen und sind mit einem Leihwagen in die Atacama-Wüste gefahren. Und es war so weit. Ihr fragt euch vielleicht, ach, ist die Atacama-Wüste so nah an Santiago? Nein, ist sie nicht. Wir sind über 2000 Kilometer gefahren in 4 Tagen. Und wir haben uns die blühende Wüste angeguckt. Ein Phänomen, das es nur alle paar Jahre in Chile gibt. Und zwar nur dann, wenn gewisse Wetterphänomene aufeinandertreffen, denn dann gibt es nur die idealen Bedingungen, dass die Samen, die im Sand vergraben sind, keimen können und ein paar Monate später blühen. Das heißt, Anfang des Jahres, im Winter, muss es regnen, damit dann im Frühjahr die Samen keimen und die Wüste blüht. Und dieses Jahr war eben ein besonders starkes Jahr und es passiert nur alle 5 bis 8 Jahre. Deswegen konnten wir uns das nicht entgehen lassen und sind diesen Mördertrip gefahren. Mein Mann ist alles alleine gefahren, weil nur er fahren durfte mit dem Auto. Wow, es war so ein Spektakel und es war wirklich spektakulär. Auch mal Teile, beziehungsweise es war ja wirklich nur der Anfang der Atacama-Wüste. Also ein bisschen mehr noch von der Landschaft zu sehen, ein bisschen mehr noch von Chile zu sehen, andere Städte zu sehen. Sich auch nochmal mit anderen Chilenen zu unterhalten, die außerhalb von Santiago wohnen, weil das ist hier irgendwie alles schon so eine Bubble und irgendwie kennt sich jeder irgendwie so ein bisschen. Oder jeder kennt jeden über 2 Ecken. Aber das war halt so ganz weit draußen, das war wirklich Provinz und da sind dann auch die ganzen Minen. Wir haben die Mine besucht, in der damals die Bergleute verschüttet wurden, ich glaube 2011 oder wann war das? Also auch wenn es nur 4 Tage waren, diese Zeit werde ich nie vergessen, es war echt Wahnsinn. Außerdem an diesem Freitag, als wir im Hotel waren, habe ich außerdem ein Interview gegeben auf Spanisch. Mein erstes spanisches Interview. Das allein ist ja schon irgendwie wow. Und es war einfach fürs chilenische Fernsehen, weil ein Beitrag gedreht wurde über ausländische YouTuber in Chile und sie wollten mich eben auch dabei haben. Es war so aufregend und ein paar Wochen später kam dann der Beitrag online. Falls ihr den Beitrag sehen möchtet, der ist auf meiner Instagram-Seite hochgeladen. Und zwar müsst ihr einfach nur in meine Reels gehen. Und da seht ihr dann 3 Reels hintereinander hinter so einem schwarzen Hintergrund und das ist der Fernsehbeitrag. Also es war echt eine wahnsinnige Ehre und ich habe echt das Gefühl gehabt, dass mein Kanal so richtig Aufschwung bekommen hat, mein spanischer YouTube-Kanal. Ich habe mich richtig gewertschätzt gefühlt und wow, das war echt der Hammer. Ich bin so stolz, dass ich gefragt wurde und einfach im chilenischen Fernsehen war, auch wenn es nichts Besonderes war. Am 8. Oktober haben wir dann meinen Geburtstag gefeiert und es war einfach so ein krasses Kontrastprogramm zu letztem Jahr. In 2021 habe ich an meinem Geburtstag eine Abschiedsfeier gemacht mit allen Freunden und Verwandten. Also nicht allen, aber den meisten Freunden und Verwandten in Deutschland. Und ich glaube, wir waren, lasst mich lügen, 30, 40 Leute damals. Und genau ein Jahr später stehe ich dann hier in Chile auf unserer mega geilen Dachterrasse und wir waren, glaube ich, auch 12 oder 13 Leute. Und ich finde es immer noch so faszinierend, dass wir es einfach geschafft haben, in so kurzer Zeit, nach zu dem Zeitpunkt 7 Monaten, uns einfach schon einen Freundeskreis hier aufzubauen und eine Geburtstagsfeier mit so vielen Leuten zu feiern. Und das war so schön. Wir haben Oktoberfest gemacht und typisch deutsche Speisen besorgt. Mein Mann hat Obersten gemacht, wir haben Brezen serviert. Mein Mann hat Weißwürste gemacht, ich esse ja kein Fleisch, aber es gab Weißwürste, Bratwürste, es gab Weizen, das gibt es hier auch normalerweise nicht so häufig. Das gab es auch nur, weil das gerade mit dem deutschen Oktoberfest zusammengefallen ist und dann haben ein paar Geschäfte hier in Chile halt so deutsche Biere importiert und so. Das heißt, wir hatten Weizen, wir hatten ein Fass Erdinger, glaube ich, oder so, oder ein Fass Kulmbacher.
Also deutsches Bier ganz viel und es war echt witzig und wir haben so viel Essen übrig gehabt. Also ich glaube, wir können wirklich stolz auf uns sein, dass wir in diesem einen Jahr einfach uns ein komplett neues Leben aufgebaut haben. Wenn ich mir den Geburtstag dieses Jahr anschaue und die Geburtstagsfeier und vergleiche mit dem Jahr 2021, abgesehen davon, dass die Familie nicht dabei war, aber wenn man jetzt nur die Freunde nimmt und wie gut man sich verstanden hat, dann könnte man echt meinen, dass wir schon immer hier wohnen. Und das macht mich irgendwie schon echt stolz, weil wir haben uns wirklich sehr bemüht, auch uns zu integrieren und so. Am 3. November haben wir dann nochmal gegrillt mit ein paar chilenischen Arbeitskollegen von meinem Mann und das war irgendwie auch nochmal ein besonderes Highlight für mich, weil an diesem Tag waren quasi ausschließlich Chilenen da und wir haben uns so gut verstanden und ich fand es total toll, weil ich habe sie teilweise nicht vorher gekannt. Aber ich habe mich trotzdem sehr gewertschätzt gefühlt. Vielleicht liegt es an meiner Bubble in Chile, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier als Frau ernster genommen werde als in Deutschland, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Tatsächlich habe ich aber das Gefühl, dass ich hier mehr auf Augenhöhe bin als in Deutschland. Was mich natürlich erleichtert, vor allen Dingen für mein Leben hier. Der Dezember war dann natürlich nochmal ganz besonders, denn in der 2. Dezemberhälfte kamen meine Schwiegereltern das erste Mal zu Besuch und da sind wir auch beim jetzigen Zeitpunkt angekommen. Wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich nämlich gerade mit meinem Mann und meinen Schwiegereltern unterwegs und wir haben uns über Weihnachten eine Ferienwohnung am Meer gebucht und zwar in Martincillo, in dem Ort, wo wir auch mit unseren Freunden waren und wo es uns so gut gefallen hat. Wenn ihr sehen möchtet, wie es uns in Martincillo ergeht und wie wir so Weihnachten verbringen, dann könnt ihr das gerne auf Instagram in meinen Stories anschauen. Ich muss sagen, dieses Jahr war einfach nur Wahnsinn. Wenn ich mir diese ganzen Geschichten vor Augen führe, dann ist es irgendwie unglaublich, dass das alles in ein Jahr passt. Ich habe das Gefühl, wir haben in diesem einen Jahr mehr erlebt als in den letzten 10 Jahren. Auch wenn es manchmal echt hart war, ich will nichts davon missen und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich wahnsinnig gewachsen als Mensch. Ich habe wirklich wieder klare Ziele vor Augen, wo ich hin will und eine klare Strategie für das kommende Jahr, die ich jetzt dann auch nochmal mit dieser Exercise hier ein bisschen detaillierter ausgestalten möchte. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt im Jahr 2023. Ich bin mal gespannt, ob 2023 mithalten kann mit Erlebnissen. Aber wir werden auf jeden Fall gut ins Jahr starten mit einem Urlaub Anfang des Jahres, beziehungsweise mit einer Reise, sagen wir es so. Also seid gespannt. Mich würde wahnsinnig interessieren, was euer schönster Moment im vergangenen Jahr war und worauf ihr euch 2023 am meisten freut. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, einen wunderschönen, guten, spaßigen, entspannten, freudenreichen Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns ganz bald wieder in meinem neuen Video. Bis dann!